Wenn ihr unsere Rundreise durch Marokko bisher verfolgt habt, habt ihr sicherlich gemerkt, dass wir einige Stops auf unserem Weg hatten. Und in diesem Video zeigen wir euch, in welchen Hotels wir dabei übernachtet haben. Wir haben die erste Nacht jetzt heute in einem dieser berühmten Riads verbracht. Das sind die typischen Hotels hier in den Medinas in Marokko mit dem Innenhof. Wir zeigen euch nachher ein bisschen mehr davon. Das Hotel liegt im nördlichen Teil der Medina, aber liegt sehr gut für alle Sehenswürdigkeiten und kostet nur 37 € pro Person pro Nacht, also wirklich preiswert und für ein wunderschönes Zimmer. Bei den typischen marokkanischen Riads ist es auch üblich, dass es eine Dachterrasse mit tollem Ausblick gibt. Wir sind nun auch in unserer zweiten Unterkunft in Rabat angekommen. Ursprünglich hatten wir ein anderes Riad gebucht, das ist aber leider aufgrund von Umbauarbeiten nicht möglich. Wir wurden jetzt umgebucht in ein, ich würde fast sagen, schöneres Riad. Das Riad liegt mitten in der Medina, aber auch nur ein paar Gehminuten vom Strand entfernt. Und wir zahlen ca. 35 bis 40 € pro Person und Nacht inklusive Frühstück. So, wir sind jetzt auch in Chefchaouen angekommen. Leider spielt das Wetter nicht so mit, wir haben nämlich seit gestern Regen. Hier in Chefchaouen sind wir mal nicht in einem typischen Riad, sondern haben uns ein Boutique-Hotel gegönnt. Wobei gegönnt ist gar nicht richtig, weil wir zahlen für dieses wirklich wunderschöne Zimmer nur 37 € pro Person inklusive Frühstück. Unsere nächste Unterkunft ist wieder ein traditionelles Riad in der Medina von Fez. Das Gebäude ist 120 Jahre alt, wurde aber erst vor 4 Jahren neu eröffnet und renoviert. Und wir sind dieses Jahr eine der ersten Gäste. Das Riad kostet außerdem nur 32 € pro Person und Nacht. Heute Nacht hatten wir einen kurzen Zwischenstopp in Errachidia. Das war wirklich nur als Übernachtung geplant, da wir sonst einfach zu lang zu unserem nächsten Stopp fahren hätten müssen. Das Hotel ist aber trotzdem wunderschön. Wir zahlen nur ca. 27 € pro Person und Nacht und die Besitzerin des Hotels spricht sogar Deutsch und ist wirklich super lieb. Sie hat mir sogar zum Geburtstag gratuliert und ein kleines Geschenk überreicht. Im Sunrise Sahara Camp gibt es insgesamt 4 Zelte. Heute Nacht hatten wir eines davon. Die Zelte sind alle gleich aufgebaut und schön über das Gelände verteilt, sodass man sich auch nicht im Weg umgeht. Zusätzlich gibt es noch ein paar Sitzecken, wo man den Abend gemütlich ausklingen lassen kann. Neben dem Restaurantgebäude gibt es auch noch einen kleinen Platz für ein Lagerfeuer, wo am Abend traditionelle Musik gemacht wird.
Das Camp kostet pro Person und Nacht 60 €. Das ist wirklich ein guter Preis, denn dabei ist auch das Abendessen und das Frühstück inkludiert. Wenn euch das Video bisher gefällt, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und lasst doch gerne ein Abo da. Aber jetzt zurück zum Camp. Auch in Tina hier haben wir wieder eine schöne Unterkunft gefunden. Wir sind wieder in einem Riad, nicht in einem ganz typischen, weil der innen noch überdacht ist, aber es ist wirklich sehr schön. Die Zimmer sind etwas westlicher eingerichtet, also nicht mit so vielen Verzierungen und Mosaiken, aber wirklich sauber und ausreichend groß. Das Personal ist wirklich äußerst freundlich, allerdings merken wir zum ersten Mal hier so richtig, dass eigentlich nur ich angesprochen werde und Isa ignoriert wird, wahrscheinlich aus religiösen Gründen, wir wissen es nicht genau, aber sie sind freundlich. Und für 30 € pro Person pro Nacht inklusive Frühstück, und das Frühstück ist wirklich ausgezeichnet, kann man sich wirklich nicht beschweren. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're... Unser vorletzter Stopp ist in Ait Ben Haddou. Das ist südlich von Marrakesch. Auch hier haben wir wieder ein tolles Riad, das ca. 32 € pro Person und Nacht kostet, mit Frühstück. Unsere letzte Nacht in Marrakesch verbringen wir wieder in einem eher westlichen Hotel, um uns wieder an zu Hause zu gewöhnen. Aber auch das ist super schön und wir zahlen 30 € pro Person und Nacht. Frühstück ist hier allerdings nicht dabei, dafür haben wir eine kleine Küche.